So, dass mal wieder Zeit wird, dass ich am Rudi ein bisschen was verändere, bin ich zu Mathis gefahren und jetzt muss ich mal schauen, wo es hier in die Garage bei ihm geht. Oder kommt er ums Eck? So, ich bin in den heiligen Hallen von Mathis und wir legen jetzt zusammen meinen Bus ein bisschen höher. Damit sich das so richtig lohnt bei uns, wechseln wir auch gleich noch was wechseln wir denn alles? Wir wechseln die Bremsscheiben, die Bremsbeläge, die Stoßdämpfer und das Handbremsseil. Ich korrigiere, die Handbremsseile. No, I won't forget, I won't forget. Yeah, I know I won't forget you. So I'll just talk. Easy, Alter. So I'll just talk slow. Yeah, I know you're mine. So I'll just talk slow. Yeah, I know you're mine. I'll just talk slow. Yeah, I know you're mine. So I'll just talk slow. Yeah, I know you're mine. So, wir haben jetzt auf der linken Seite vorne die Stoßdämpfer gewechselt, neue Bremsscheiben drauf gemacht oder eine neue Bremsscheibe und die Bremsbeläge auch gewechselt. Und jetzt schrauben wir den vorne mal ein Stück hoch. Yeah, I know I won't forget you. So I'll just talk. Wir haben jetzt die Seite vorne links fertig und jetzt machen wir die rechte Seite im Schnelldurchlauf. So I'll just talk slow. Yeah, I know. So, vorne sind wir jetzt fertig und jetzt geht's an die hinteren beiden Räder. So I'll just talk slow.
No, I won't forget. I'll just talk slow. Okay, chillig. Yeah, I know you're mine. I need you. So I'll just talk slow. Yeah, I know you're mine. So I'll just talk slow. Yeah, I know you're mine. Plastikschraube schon mal. Wobei, nee, chillig, das kann ich auch nicht. No, I won't forget, I won't forget, yeah, I know I won't forget you, so I'll just talk. So, wir haben jetzt die Seite links hinten fertig und da haben wir auch noch den Bremssattel gewechselt, weil der total im Eimer war. Jetzt kommt noch hinten rechts und dann sind wir schon fertig. Schon. Es ist gerade, ja, kurz vor 1, geht noch. So I'll just talk slow. Yeah, I know you're mine. So, wir sind jetzt mit allem fertig. Wir haben, glaube ich, um 15 Uhr angefangen. Jetzt ist kurz vor 2. Hat alles super funktioniert und wie das Ganze aussieht, schauen wir uns dann morgen an. So, die erste Fahrt war auf jeden Fall schon mal richtig angenehm. Vor allem den Unterschied von den Stoßdämpfern merkt man wirklich extrem. Wir sind jetzt hinten und vorne ungefähr 4 bis 5 cm höher gekommen und es hat auch wirklich gut funktioniert, dass der Wagen ausgeglichen hoch auf jeder Seite ist. Wir haben jetzt natürlich einige Dinge instand gesetzt, die man optisch gar nicht wahrnimmt. Was das Fahrverhalten angeht, ist es aber wirklich ein großer Unterschied. Die Höhe finde ich so wirklich angenehm und nicht übertrieben, aber trotzdem merkt man, dass er einiges höher ist. Das Offroad-Makeover ist damit natürlich noch nicht abgeschlossen. Deswegen lasst ein Abo für den Kanal da und freut euch auf die nächsten Videos. We'll be right back.